Nach schwachen Verkaufszahlen muss der deutsche Publisher Assemble Entertainment aus Hessen das vor roundabout 10 Jahren eingekaufte Gently Match Studio schließen. Damit geht das Massensterben an ambitionierten Game Studios auch in Deutschland gnadenlos weiter, weswegen wir heute in diesem Video nochmal einen Blick zurück auf die Entwickler von Pizza Connection 3 und Endzone werfen. Die Geschichte der Gently Match Studios beginnt vielleicht, jetzt auch etwas passend, mit dem Tod. Denn im Erstlingswerk In Between von 2015 konntet ihr einen sterbenden Mann bei seiner letzten Reise durch den eigenen Kopf begleiten, in welcher die Person in einem Plattformer noch einmal die wichtigsten Stationen seines Lebens erleben durfte. Klingt makaber, war aber durchaus spannend und mit gut platzierten Rätseln ein Spiel in einem völlig unverbrauchten Thema. Wer sich das mal anschauen möchte, bekommt den Ausnahmetitel bei meinem Partner Instant Gaming für sehr günstige 1,80 € und unterstützt mit einem Kauf wie gehabt diesen kleinen Nischenkanal hier sehr. In Between blieb auch dem sehr jungen Publisher Assemble Entertainment aus Wiesbaden nicht verborgen, welcher die 4 Gründer im Oktober 2017 als Tochterunternehmen ins eigene eingliederte und dem jungen Studio so den Zugriff auf diverse urdeutsche Marken ermöglichten. So hält Assemble zum Beispiel die Rechte an der Lethal Suit Larry Adventure Erotik-Serie. Kaiserschnitt wird eingeleitet. Ein Perverser? Du liebe Güte! Allerdings entschied man sich für den dritten Teil der Pizza Connection Serie, also einer urdeutschen Wirtschaftssimulation, in welcher ihr euch in der Kampagne vom einfachen Pizzabäcker bis zum Eigentümer der erfolgreichsten Pizzakette der Welt hocharbeiten konntet. Der fertige Titel war allerdings kein großes Highlight und ist aus heutiger Sicht nur was für Fans der Serie, beziehungsweise für jene, die mit den ersten beiden Teilen groß geworden sind. Auch Pizza Connection 3 bekommt ihr bei Instant Gaming für super günstige 2 €. Bestellt euch im Zweifel aber hier lieber eine echte Pizza. Vor 150 Jahren stürzte eine nukleare Katastrophe die Welt ins Chaos und zwang die Menschheit, in den unterirdischen Endzonen Zuflucht zu suchen. Nach diesem mehr oder weniger Flop entschied man sich für einen postapokalyptischen Citybuilder am Ende der Welt, welcher als Endzone World Apart im April 2020 in den Early Access startete und dann fast ein Jahr lang kontinuierlich mit Content versorgt wurde. Die Mühe zahlte sich aus und führte mit über 300.000 Verkäufen auf Steam zum Hit und damit dem Durchbruch des kleinen Studios, welches mittlerweile auf 11 Mitarbeiter angewachsen war. Handlungstechnisch brachten 2021 Terroristen weltweit Atomkraftwerke zum Explodieren, was zur fast vollständigen Zerstörung und fast vollständigen Vernichtung der Menschheit führte. Die, die es überlebten, verbrachten 150 Jahre in Bunkern unter der Erde, bis die Strahlung an der Oberfläche langsam eine lebensfähige, aber immer noch lebensfeindliche Umgebung bot. Der Beginn eines jederzeit spannenden und nach dem Anno-Prinzip entworfenen Citybuilder, in welchem ihr jedem Siedler hinterher trauertet, der euch als Arbeitskraft verloren ging. Natürlich bekommt ihr auch Endzone mit allen Add-ons oder als Complete Edition bei Instant Gaming für ganz wenig Geld. Das Grundspiel kostet hier 2,33 €, die Complete Edition etwa 8 €, also in einem Rahmen, in dem ihr für einen sehr guten Citybuilder mit Nervenkitzel bedenkenlos zuschlagen könnt. We won't allow our success to be simply taken away from us. We have to act. Es war dann eigentlich nur folgerichtig, auf diesem Hit aufzubauen, zumal ein früher Prototyp für eine Fortsetzung mit 1,7 Millionen € von der Deutschen Games Förderung unterstützt wurde.
Endzone 2 sollte alles besser, größer und schöner machen, fiel aber bei den meisten Spielern aus den unterschiedlichsten Gründen durch. Endzone 2 war und ist sicher kein schlechtes Spiel, konnte mich aber zum Beispiel zum Early Access Start nicht überzeugen, dass zu wenig zu tun gab und die Postapokalypse nie wirklich gefährlich wirkte. Daran würde ich es persönlich dann noch festmachen. Endzone 2 wurde zwar konsequent mit Content erweitert und ist heute sicher ein grundsolides Spiel, der zu frühe Early Access brach den Gently Mad Studios aber schlussendlich das Genick. Übrigens dank mittlerweile erhältlichem Full Release sehr gut investierte 9,60 € bei Instant Gaming. Genaue Verkaufszahlen gibt's hier nicht, SteamDB schätzt diese aber auf maximal 60.000 mit einem All-Time-Peak von 873 Spielern auf Steam. Viel zu wenig, um die 7-stelligen Entwicklungskosten wieder einzuspielen und das nun bereits 25 Personen große Team zu finanzieren. Daher müssen nach Piranha Bytes, Mimimi Games und Maschinenmensch nun auch die Gently Mad Studios nach 10 Jahren ihre Pforten schließen. Are you ready to lead? In einem offenen Brief verabschieden sie sich jetzt. Liebe Überlebende, es fällt uns schwer, diese Zeilen zu schreiben. Gently Mad Studios schließt seine Türen. Wir möchten, dass ihr diese Nachricht direkt von uns erfahrt. Seit unserer Gründung im Jahr 2014 durften wir Spiele wie In Between, Pizza Connection 3 und natürlich Endzone A World Apart entwickeln. Mit Endzone 2 wollten wir noch größer träumen. Der Start verlief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten, doch dank eurem Feedback und eurer Unterstützung haben wir im Early Access unermüdlich daran gearbeitet. Bis zu einem Punkt, auf den wir heute wirklich stolz sein können. In den letzten Monaten hatten wir das Gefühl, an einem Wendepunkt angekommen zu sein. Immer mehr Spielerinnen und Spieler erkannten die Vision, die wir mit diesem Spiel verfolgt haben. Dass wir es nun nicht weiterführen können, bricht uns das Herz. Gleichzeitig sind wir unendlich stolz darauf, wie weit es gekommen ist. Durch alle Höhen und Tiefen wart ihr es, unsere Community, die diese Reise so besonders gemacht hat. Jeder Kommentar, jede Idee, jede Überlebensgeschichte hat uns Kraft gegeben. Ihr wart nicht nur unser Publikum, ihr wart Teil des Teams. Aus tiefstem Herzen, danke, dass ihr an uns geglaubt habt, dass ihr unsere Spiele gespielt habt und mitgestaltet habt. Auch wenn Gently Mad Studios nun endet, die Welten, die wir gemeinsam erschaffen haben, werden in euch weiterleben. Mit Liebe und Dankbarkeit, euer Gently Mad Studios Team.